Herzlich willkommen zur Senderei Lichtblick, heute wieder aus Israel. Wir haben einen ganz besonderen Interviewgast, das ist Herr Zell. Er ist Rechtsanwalt für Völkerrecht, und zwar für internationales Völkerrecht. Und uns interessiert die Frage, wenn die Westbank, Judäa, Samaria, wenn in diesem Gebiet ein arabischer Palästinenserstaat entstehen würde, würde das der Weg zum Frieden sein? Sind Sie nun gespannt auf das Interview? My name is Zell. I'm an international lawyer practicing here in Jerusalem in the United States with offices in Canada and in Russia. And I'm a resident of Tekoa, the birthplace of the prophet Amos, which is located in Judea, just on the edge of the desert, southeast of Jerusalem. Mein Name ist Zell. Ich bin ein internationaler Rechtsanwalt und meine Praxis ist hier in Jerusalem. Ich vertrete Menschen aus USA, Kanada und Russland. Ich wohne in Tekoa, der Heimatstadt vom Propheten Amos, in Judäa am Rand der Wüste, südöstlich von Jerusalem. I'm a father of 8 children and now 14 grandchildren, all of whom live here in Israel and many in Judea and Samaria. Also ich habe 8 Kinder und 14 Enkelkinder und einige davon leben in Judäa, Samaria. What do you think if they would create an Arab-Palestinian state in Judea, Samaria, would that bring peace to the region? Well, I think the clear answer to that is no. Also das zu klären, nein, es würde keinen Frieden geben. The reason for that is that such a state would only promote instability in our area. Ein solcher Staat würde sich dafür einsetzen, die ganze Stabilität dieses Gebietes aufzuheben. You can see that even within the Palestinian Arab community, they have a wide range of factions which are largely, almost unanimously opposed to the very existence of the Jewish state. Es gibt in der arabisch-palästinensischen Bevölkerung anonyme Splittergruppen, die sogar die bloße Existenz Israels in Frage stellen. I mean, for example, you have Hamas in the Gaza district. Zum Beispiel Hamas im Gazastreifen. And you have also now ISIS moving into the Gaza district and the Sinai. Also auch die ISIS kommt jetzt in den Gazastreifen und in den Sinai. You've had no real let-up in terrorist attacks. We saw that just the other week. 2 very properly dressed Arabs from the Hebron area came into Tel Aviv and began just to shoot innocent weekend restaurant goers in the middle of Tel Aviv. Ja, und 2 wirklich gut gekleidete arabische Bürger kamen letzte Woche in ein Tel Aviver Restaurant und haben quasi ein Blutbad angerichtet. The Palestinian Arabs have a great difficulty in agreeing on anything amongst themselves. Die arabischen Palästinenser haben ein großes Problem, sich untereinander einig zu sein. But the one thing that they agree on is that Israel must be destroyed. Und das Einzige, wo sie Einheit haben, ist, dass Israel zerstört werden muss. For them, it's only a question of time. Some groups are prepared to wait several years for that to happen. Other groups want it to happen immediately. Also die einigen, die denken, das dauert noch einige Jahre, bis Israel zerstört wird. Aber manche denken, das wird ganz, ganz bald schon geschehen. Aber das ist ihr Ziel. I mean, a good example also is when the terrorist attack took place in Tel Aviv, we had Palestinian Arabs in Jerusalem and in Judea and Samaria passing out candies to their children in celebration of the death of the innocent Jewish restaurant goers. Ein Beispiel, als das Attentat in Tel Aviv stattfand
und viele unschuldige Israelis ermordet wurden. In der Westbank haben sie den Kindern von den Terroristen und überall haben sie quasi Süßigkeiten verteilt, um das zu feiern, dass einige Israelis in dem Restaurant gestorben sind. It doesn't matter what we do. Es ist egal, was wir tun. The goal of most of the Palestinian Arab community is to see Israel disappear. Aber das Ziel von den meisten Arabern ist, dass Israel zerstört wird und verschwindet. So a Palestinian state, which would now have a military and be supported directly by the international community, will only make that situation worse. Und wenn dort wirklich ein arabischer Palästinenserstaat entstehen würde, dann wäre es auch militärisch gesehen, wäre es sehr, sehr gefährlich und die ganze Situation würde eskalieren. Again, the question, why has Israel, according to nation rights, a right to settle in Judea, Samaria? It's often mentioned as illegal that settlers live there, but it is not illegal. May we have the facts? Sure. Well, this is one of the greatest canards that has been spread to the people of the world. The idea that it's illegal for Jews to live, to even exist in Judea or Samaria, Jerusalem. Dies war eine der größten Falschmeldungen, die an die Menschheit weitergegeben wurde. Die Idee, dass es illegal wäre, dass jüdische Menschen sich in Judäa und Samaria oder in Jerusalem niederlassen und dort leben, ist auf keinen Fall illegal. Es ist ihr Recht. I mean, if Jews are not allowed to live in the very place where their nation was born, wenn die jüdischen Menschen kein Recht haben, dort zu leben, wo überhaupt das jüdische Volk entstanden ist, wo dann? I mean, this is the place where the Bible, which is holy to Jews, Christians, and Muslims, states very clearly is the homeland of the Jewish people. Und das ist genau dieses Gebiet, von dem die Bibel schreibt, und das anerkennen also die jüdischen Menschen, Christen und Moslems, dass dieses Gebiet Judäa genau der Ursprungsort des jüdischen Volkes ist. I mean, Es steht in der Bibel so. we're not talking about Tel Aviv or Haifa or Wir Akko. sprechen hier nicht über Tel Aviv, Akko oder Haifa. We're speaking about Jerusalem and Hebron, Wir sprechen über Jerusalem und Hebron Bethel, und Bethel and Jericho. und Jericho. And these are the places where the Jewish people was born, and this is the place where monotheism in Western civilization has its roots. Ja, und genau in diesem Gebiet hat die westliche Zivilisation ihren Ursprung. Now, it was this fact that caused the international community over 100 years ago to recognize that the Jewish people has a right to establish its national home and its state here in the land of Israel. Und genau aus diesem Grund wurde schon über 100 Jahre zuvor es international anerkannt, dass genau aus historischen Gründen und auch von den Fakten der Bibel her, dass genau in diesem Gebiet ein jüdischer Staat entsteht. And when the international community was talking about the historical connection between the Jewish people and the land of Israel, they weren't thinking about Tel Aviv and Haifa principally. They were thinking about Jerusalem, Hebron, Bethel, Jericho, Bethlehem. Ja, als die internationale Gemeinschaft an die Gründung eines israelischen Staates dachte, haben sie nicht an Tel Aviv oder Haifa gedacht, sondern an Jerusalem, an Bethlehem, an Hebron. Yes. Now, it was this recognition of this intimate connection between the Jewish people and the land of Israel which caused the international community
in a series of agreements starting immediately after World War I to put in writing the legal rights of the Jewish people to settle throughout the land of Israel, especially including Judea and Samaria. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg wurde von der internationalen Ländergemeinschaft beschlossen, dass eben Israel ein Heimatrecht hat in Judäa, Samaria, in dem ganzen Land Israel aus historischen Gründen. And that principle hasn't changed Dieses Prinzip ist nicht verändert worden. It wasn't changed when the state of Israel was created in 1948. Es wurde auch nicht verändert 1948. Was the dividing plan of the United Nations a contract or just a proposal? Well, you're referring to the 1947 General Assembly resolution, which recommended that Palestine be divided into a Jewish and an Arab state. But that recommendation was never adopted by the Security Council, and more importantly, was openly rejected by all of the Arab states and the Palestinian community. Also der Teilungsplan der UNO 1947 wurde nicht von der arabischen Bevölkerung oder der palästinensischen Bevölkerung anerkannt. Und es war kein Vertrag, es war nur ein Teilungsvorschlag. And what happened after that was a war in which several Arab states, Egypt, Syria, Jordan, Lebanon, and Iraq and Saudi Arabia, all went to war, well, together with the Palestinian Arabs, in order to destroy the newborn Jewish state. Ja, genau nachdem der Staat Israel ausgerufen wurde, haben sich die arabischen Länder verbündet, Israel anzugreifen. Das war der Libanon, Jordanien, Syrien, Ägypten und Saudi Arabia, Irak und Iran. Alle zusammen. No, not Iran. Iran nicht, also Irak, haben Israel angegriffen. Das heißt, sie haben den Teilungsplan der UNO nicht anerkannt. They rejected it. Die haben sogar abgelehnt. Right. Und deshalb hat er auch gar keine nationale Rechtsgültigkeit. Now, 19 years later, 19 Jahre später, Egypt, Syria, and Jordan tried again. 19 Jahre später hat Ägypten, Syrien und Jordanien es noch einmal versucht, Israel anzugreifen. And this time Israel preempted their attack and ended up liberating the Sinai desert and all of Judea and Samaria and Jerusalem. Und dieser Angriff wurde von Israel abgewehrt und die israelische Armee hat den Sinai befreit, aber auch Jerusalem und Judäa und Samaria. And it's important to emphasize that this was a war of self-defense, because the Arabs... Das war ein Krieg, wo Israel sich selber verteidigt hat. That's right, and under international law, Und internationales Recht. They have every right to prevent the destruction of their country by these hostile Arab forces. Ja, und jedes Land hat das Recht, sich zu verteidigen, wenn diese arabische oder wenn ein anderes Land, ein feindliches Land, die eigene Bevölkerung lebensbedrohend angreift. Now, as a result of that war, all of the Palestinian Mandate and the Sinai Desert and the Golan Heights were now under Israeli control. Und danach war der ganze Sinai und der Golan und Judäa Samaria unter israelischer Herrschaft. Now, in exchange for peace, um Frieden zu bekommen, in 1979, 1982, Israel gave away the entire Sinai Peninsula to Egypt. 1900?
in 79 to 82. 79 bis 1982 hat Israel, weil sie Frieden haben wollten mit Ägypten, den ganzen Sinai wieder zurückgegeben. And in 1994, Israel made a peace treaty with Jordan. 1994 Israel made a peace treaty with Jordan, hat Israel einen Friedensvertrag mit Jordanien abgeschlossen, in which the Jordanians agreed that the border between Israel and Jordan would be the Jordan River. und Jordanien hat diesem Friedensvertrag zugestimmt, dass zwischen den beiden Ländern der Jordan die Grenze ist. Now, the fate of Judea and Samaria Die Sache mit Judäa Samaria was to be left open to final negotiations between Israel and the Palestinian Arabs. und es wurde beschlossen, dass über Judäa Samaria über Verhandlungen mit den arabischen Palästinensern gesprochen wird. And that was also the principle that was adopted in the Oslo agreements between Israel and the Palestinian Das Arabs. stand auch in dem Oslo-Friedensvertrag, dass man eben darüber sprechen musste, dass man über dieses Gebiet einfach zusammenkommen muss und darüber reden muss, über den endgültigen Status. So how could it possibly be that the presence of Jews in Judea, Samaria, Jerusalem, the Golan Heights is illegal? Wie kann das dann sein, dass wenn jüdische Menschen in Judäa, Samaria oder im Golan leben, illegal wäre? I think even it was illegal when Jordan 1950 annexed Judäa, Samaria, right? Well, Es war damals illegal, dass Jordanien Judäa, Samaria 1950 annektiert hat. yeah, well, that's also true. I mean, Das stimmt auch. they attempted through force, without any justification, Also die haben das einfach aufgezwungen und es gab da keine Rechtfertigung dafür. and their attempt to annex Judea and Samaria was rejected by the entire world. Und dass sie das taten, das wurde von der ganzen Welt abgelehnt. Especially How the many- Arab states. Ja, und sogar die arabischen Staaten haben dem nicht zugestimmt. How many people live now behind the border of 67? And was the 67 border a legal border or illegal border? Well, first of all, there was no border between Israel and any of the countries in 1967. Also erstens mal gab es gar keine Grenze 1967. What there was an armistice line, a truce line. Es wurde lediglich eine Waffenstillstandslinie vereinbart. The only time the borders were set between Israel and her neighbors was with Egypt as a result of the Camp David Accords. Also die richtigen Grenzen in Israel wurden nur vereinbart mit Ägypten Yeah, and with Jordan in 1994. und mit Jordanien 1994. Now, the Israelis also reached kind of understanding with the Lebanese with regarding to Israel's northern border with Lebanon. But Also auch with die- Syria, the question remains open. Also mit Syrien ist die Frage noch offen, da ist auch noch nicht ganz klar. And you know, I heard, you know, from the Arab Palestinians that they want to have a state within the borders of 67, but it's not possible. How many Israelis live there? And Well, it was not a border. That's right. First of all, there wasn't a border, Also es and gab damals gar keine Grenze. and as a result of the refusal of the Arab states even to discuss peace after Weil 1967. die arabischen Länder überhaupt nicht mal bereit waren, darüber zu verhandeln. The Jewish people, and I'm talking about at the grassroots, the people themselves. This wasn't really a government decision, but it was a decision die by the people. israelischen Leute, die haben einfach das ganz normale Volk, hat sich dann in diesem Gebiet angesiedelt. Das war nicht von der Regierung aus. That's right. The government eventually agreed to this, Und but dann ist die Regierung hat es dem zugestimmt. the movement of Jews back into their homelands of Judea and Samaria and East Jerusalem
was prompted by a groundswell of public opinion, public interest in returning the Jewish people to its heartland. Ja, das war also eigentlich eine Privatinitiative vom israelischen Volk. Sie wollten zurückkehren an die Orte ihrer Vorfahren. Today, there are more than 500,000 Jews living in these areas. Mehr als 500.000 Menschen, jüdische Menschen, leben in diesem Gebiet. And this is after the Jews voluntarily and unilaterally left the Gaza district in 2005. Und das ist auch noch nachher geschehen, als die Menschen aus dem Gazastreifen 2005 weggegangen sind. So today there's just under 2 million Arabs in Judea, Samaria. Es gibt etwa 2 Millionen arabische Palästinenser in Judäa, Samaria. And somewhere over 500,000 Jews. Und etwa 500,000 jüdische Bürger. And because of the Jewish return to Judea and Samaria, weil die jüdischen Menschen nach Judäa Samaria zurückgekehrt sind, the living standards of the Arab residents of these areas was improved immensely. Ja, durch die Ansiedlung von jüdischen Bürgern in Judäa Samaria ist der ganze Lebensstandard auch der arabischen Bevölkerung gestiegen. Just a couple examples. For example, before 1967, there wasn't a single Arab university in Judea and Samaria. Vor 1967 gab es keine einzige Universität in Judäa Samaria. And today, in addition to Ariel University, which is a Jewish university, there are many Arab universities in Judea and Samaria, located in Shechem and Hebron, Bethlehem and so on. Und es gibt jetzt in Judäa Samaria in der Westbank ganz, ganz viele Universitäten. Die größte davon ist in Ariel. Und, aber auch in Sichem und in anderen Orten sind Universitäten entstanden. Ariel is an Israeli university, but Ariel ist eine Universität von Israelis. But it has a sizable Arab population, something like 5% of the student body are Arab students. Aber es gibt eben auch 5% der Studenten sind arabisch. And another example is the electrification of Arab homes and the creation of water systems and sewage systems throughout the Arab communities of the Judean Also side. Israel hat damals auch der arabischen Bevölkerung Strom gebracht und Wasser und Kläranlagen. Israel hat quasi das ganze Gebiet saniert, kann man sagen, und eben es hat einen ganz großen positiven Fortschritt gegeben. Now that is a model, in my view, for cooperation between Arabs and Jews in this part of the world. Und das zeigt sich eigentlich, dass die beiden kooperiert haben, die jüdischen Menschen und die arabischen Menschen in diesem Gebiet. But at a very minimum, the world needs to recognize that there is nothing improper or wrongful or illegal about Jews living in the land where the Jewish people was born. Und die Welt sollte endlich auch erkennen, dass es nichts Illegales ist, dass jüdische Menschen in ihrem Heimatland wohnen, da wo Gott Abraham den Altar gibt und sprach, dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land. Das ist ihr Heimatland. Ja. Und das ist absolut legal, völkerrechtlich legal. Now, and this is something that the people in Europe need to understand. Und das ist etwas, was die Leute in Europa verstehen müssen. And the Palestinian Arabs know this very well. Und die arabischen Palästinenser wissen das ganz genau. If the international community takes the position that it's illegal for Jews to live in their homeland in Judea and Samaria, wenn die internationale Völkergemeinschaft eine Initiative ergreift, dass gegen die jüdischen Menschen, die in Judäa Samaria leben, also dass es eben illegal wäre, then there is no justification for the existence of the rest of the state of Israel. Dann würde es auch gar kein Recht geben, dass die jüdischen Menschen auch im ganzen Land Israel leben. And that, of course, is what the Palestinian Arabs and many in the Arab world would like to see happen. Das ist quasi ihr Ziel.
Sie möchten eben die ganze Völkergemeinschaft gegen Israel beeinflussen, sodass Israel das jüdische Volk gar kein Recht hat, in ihrem alten Heimatland zu leben. My hope for the future is Meine Hoffnung für die Zukunft ist, that Jews and Arabs who live in Judea and Samaria, dass Juden und Araber, die in Judäa Samaria leben, also Westbank genannt, as I do with my family and my thousands of neighbors, Arab and Jewish, ja, also ich lebe mit meiner Familie auch dort und Tausende von arabischen Nachbarn, will use our proximity in living together as a kind of a laboratory for building the foundations for a true peace between Jews and Arabs, Muslims and Christians in this very troubled part of the world. Ja, und dass die Menschen, die in Judäa Samaria leben, also die arabischen Menschen und die jüdischen Menschen, ein Beispiel geben, dass wir wirklich im Frieden zusammenleben können. Ken? Mm-hmm. Thank you so much. My pleasure. Das Buch Engel unterwegs, Soli Deo, Gloria Baruch Hashem von Gertraud Meyer. Die Autorin erlebt ein Wunder nach dem anderen. Eine faszinierende Lebensgeschichte. Bestellen Sie jetzt das Buch per Vorkasse zum Preis von 13,80 € plus Versand unter office@joyvideo.de. Wenn Sie 10 oder mehr Bücher kaufen wollen, zahlen Sie nur 9,80 €. Geben Sie uns Ihre Anschrift bekannt. Nach Eingang Ihrer Zahlung auf unserem Konto senden wir Ihnen das Buch zu. Alle Informationen rund um die BIC und IBAN-Nummern erhalten Sie auf unserer Homepage